Bis auf den Rost im Scheibenrahmen und ein paar Dellen steht der Lack vom Golf eigentlich noch ganz gut da. Trotzdem habe ich mich dazu entschieden, ihm eine Lackierung zu verpassen, weil für mich die Farbe Rot eigentlich so gar nicht zu diesem Konzept von so einem Offroad-Fahrzeug passt. Deswegen lasst euch überraschen und als allererstes kümmere ich mich einmal um den Rost im Scheibenrahmen. So, das war auf jeden Fall mal mehr Arbeit als gedacht. Als ich diese kleinen Roststellen am Scheibenrahmen gesehen habe, habe ich auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass mir gleich der halbe Rahmen entgegenkommt, wenn ich das auseinanderbaue. Ich bereue es auf jeden Fall ziemlich, nicht gleich auch ein Einschweißblech mitbestellt zu haben, als ich dieses kleine Rostloch gesehen habe, weil es nämlich bei eBay solche Bleche gibt, die direkt die richtige Form haben. Da muss man dann nur das richtige Stück rausschneiden und dann kann man das einfach einschweißen, ohne dass man sich diese ganze Arbeit machen muss mit dem Hin- und Herbiegen von den Blechen. Jetzt kommt da aber auf jeden Fall erstmal ein 2K Grundierfüller drauf. So, der Scheibenrahmen ist einmal gefüllert, gespachtelt, geschliffen und nochmal gefüllert. Der nächste Schritt wäre jetzt nochmal die Feinheiten zu spachteln, nochmal zu schleifen, zu füllern und Feinschliff und dann lackieren. Das mache ich dann aber zusammen mit dem kompletten Auto und dafür werde ich jetzt erstmal die Türen rausbauen und die ganzen Stoßstangen und Plastikteile.
Bei diesem Projekt verwende ich, wie in den anderen Videos schon gesagt, ausschließlich Ersatzteile von eBay. Und natürlich findet ihr bei eBay auch alles, was ihr braucht, um ein Auto zu lackieren. Das hier sind Schleifpads für meinen Exzenterschleifer. Einmal in 240er Körnung, in 80er Körnung und in 600er Körnung. Und mit der 240er Körnung schleife ich das Auto jetzt an. Dann kommt Füller drauf und dann kommt der Nassschliff bzw. der Feinschliff mit der 600er Körnung. So, der Golf ist komplett abgeschliffen. Das war echt massiv viel Arbeit. Ich war bis 4 Uhr morgens dran. Aber es geht direkt weiter. Ich habe ja hier in der Werkstatt keine Lackierkabine. Aber ich habe mich da ein bisschen bei eBay umgeguckt und was ganz Interessantes gefunden. Ne? Und zwar habe ich diese großen weißen Gewebeplanen gefunden. Und bei mir ist das ja so, dass ich hier oben einen Doppel-T-Träger habe. Und dann habe ich mir zusätzlich dazu, der aufmerksame Beobachter hat sie bereits gesehen, diese Zwingen geholt. Vor allem solche Zwingen hätte ich mir mal früher holen sollen. Die sind auf jeden Fall erstaunlich praktisch und wie bei eBay so oft auch auf jeden Fall erstaunlich günstig. Und jetzt ist auf jeden Fall der Plan, eine von den Planen auf den Boden zu legen und 2 oben an den Trägern aufzuhängen. Die Grundierung, die ich hier verwende, unterscheidet sich von wirklichem Profilack nur darin, wie er verpackt ist. Und zwar sind das ja Sprühdosen. Es ist aber trotzdem echter 2-Komponenten-Lack. Das heißt, der härtet nicht dadurch aus, dass irgendwelche Lösungsmittel verdunsten, sondern dass hier 2 Komponenten miteinander reagieren. Das löse ich dadurch aus, dass ich diesen roten Knopf nehme, den drücke ich dann von unten hier in die Tube rein und dann vermischen sich diese Komponenten, ich schüttel das und dann kann ich den Lack verwenden. So, alles ist fertig grundiert und jetzt kommen wir auch schon zum Feinschliff. Ich habe hier meine 600er Schleifscheibe
Und das werde ich nass schleifen, also zusammen mit Wasser, damit das nicht verstopft. Und sobald das gemacht ist, werde ich euch dann auch schon verraten, welche Farbe das Auto eigentlich kriegt. So, bevor ich euch jetzt verrate, was für ein Lack hier drin ist, wollte ich noch zwei Sachen sagen, die ich gelernt habe, als ich den Golf grundiert habe. Und zwar erstens ist es ziemlich nervig, diese 2K-Dosen die ganze Zeit zu schütteln. Man muss jede einzelne Dose 4 Minuten schütteln und dazu hat man irgendwie, während man lackiert, nicht so richtig die Zeit. Das heißt, das nächste Mal werde ich die alle im Voraus schütteln. Und zweitens, was auch nervig ist, ist der Lacknebel, der sich auf die ganzen Flächen setzt, entweder die lackierten oder die unlackierten Flächen. Und bei einer richtigen Lackierkabine wird dieser Nebel eben nach unten hin abgesaugt. Aber jetzt werde ich das so machen, dass ich den Golf immer segmentweise lackiere. Also erst werde ich alles abdecken außer das Dach, dann lackiere ich das Dach und dann decke ich das Dach ab und lackiere alles andere, weil dann habe ich nicht den Lacknebel, der sich auf den unterschiedlichen Teilen verteilt. Und jetzt werden wir mal schauen, was hier drin ist. Ich habe hier nicht nur eine Packung Raptor Lack, sondern 24 Dosen 2K Hochglanz in Sandfarben. Mit dem Raptor Lack werde ich die Stoßstangen und alle Plastikteile auffrischen. Da habe ich bei meinem VW-Bus sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und das Coole ist ja, dass es bei eBay wirklich alle RAL-Töne abgefüllt in 2K-Dosen gibt. Und der sandfarbene Farbton unterscheidet sich eigentlich gar nicht so stark von der beigen Grundierung hier, ist aber hochglänzend und ich bin auf jeden Fall ein Mega-Fan von der Farbe und bin sehr gespannt, wie das am Ende aussieht. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass ich extrem zufrieden mit der Lackierung bin. So richtig möchte ich euch das aber erst zeigen, wenn das auch wieder fertig zusammengebaut ist. Und hier habe ich jetzt die ganzen Kunststoffteile vom Golf und die sollen ja, wie schon gesagt, mit Raptor beschichtet werden. Das Zeug ist UV-stabil und deshalb wird das dann auch nicht wieder so ausbleichen, wie das hier der Fall ist. Dazu muss ich das Ganze aber erstmal richtig grob mit einem 80er Schleifpapier anschleifen. Eine ganz entscheidende Sache fehlt auf jeden Fall noch am Golf und wieder einmal hat mich die Produktvielfalt bei eBay wirklich überrascht. Ich hätte nämlich nicht gedacht, dass es tatsächlich noch die originalen Golf Country Aufkleber dort gibt und die kommen jetzt erstmal auf den Golf drauf.
Die Lackierung vom Golf ist fertig und ich bin auf jeden Fall mega zufrieden. Ich finde, das Ganze sieht auf jeden Fall fast aus wie ein Neuwagen und hat trotzdem noch diesen alten, coolen Charakter, vor allem auch mit den Country-Stickern. Und das Ganze hat mir auf jeden Fall auch gezeigt, dass man auch aus der Dose und ohne Kompressor ein Ergebnis erzielen kann, was ja fast schon professionell ist. Und ich habe auf jeden Fall noch die ein oder andere Sache mit dem Golf vor. Vergesst deshalb auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und macht's gut.